Welches Rotpunktvisier ist am besten für Airsoft geeignet, bietet Vor- und Nachteile und zu welchem Preis? Das schauen wir uns jetzt an. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, lasst uns auch gleich losstarten. Was haben wir heute hier auf dem Tisch? Einmal haben wir das Airsoft Repro eines T2s. Habe ich schon ewig lange, ich kann euch nicht mehr sagen, woher. Dann haben wir hier das Holosun HS40 3B und dann hier das Aimpoint Micro H2. Ich würde sagen, wir gehen wie folgt vor. Als erstes gehen wir aufs Äußerliche ein, dann die technischen Details und dann gucken wir uns die Absehen einmal bei Lichtverhältnissen und einmal im Dunkeln gemeinsam an. Okay, dann würde ich sagen, starten wir los. Zuerst die Mountsysteme der drei. Was haben wir denn? Wir haben hier einmal bei diesem Airsoft Repro einen Schnellverschluss, der ganz normal hier über diese Betätigung fixiert werden kann auf einer Riser Mount, wie bei allen drei in diesem Fall. Wir haben beim Holosun ebenfalls eine Riser Mount, wie wir hier unschwer erkennen können. Allerdings wird diese nicht über einen Schnellverschluss fixiert, sondern wir haben hier ein Schraubsystem, das über eine Torx-Schraube dann an der Rail fixiert wird. Beim Aimpoint ist das Ganze ein bisschen anders. Wir haben auch hier einen Schnellverschluss, der an dieser Stelle nach oben gedrückt werden muss, geht etwas streng und dann quasi hier geöffnet und geschlossen werden kann. Bei Schließen rastet er ein und dementsprechend ist das Ganze jetzt fix. Dann kommen wir als nächstes zu den Helligkeitsverstellmöglichkeiten. Wie wird das Ganze gemanagt, wenn wir das Ganze mal kurz drehen und etwas näher an die Kamera positionieren? Dann sehen wir es eigentlich ganz gut, denke ich. Wir haben hier einmal beim Airsoft Repro eine Verstellmöglichkeit über ein Drehrädchen, das in beide Richtungen drehbar ist, also sowohl mit als auch gegen den Uhrzeigersinn. Wir haben dann hier beim Holosun die Plus- und Minus Druckpunkte, nenne ich es jetzt mal. Bei Draufklicken wird eingeschaltet, dann natürlich Plus, Minus für mehr oder weniger. Bei gleichzeitigem Drücken wird das Ganze ausgeschaltet. Und letzten Endes beim Aimpoint, auch hier haben wir ein Drehrädchen, allerdings ist das nur in eine Richtung drehbar, nämlich von 0 bis dann 12 hoch. Hier nicht wie beim Repro entgegengesetzt, dass man zum Beispiel gleich auf 12 springen könnte. Finde ich an der Stelle etwas schade, aber ist so, wie es ist. Dann kommen wir als nächstes zu den Abmaßen. Bei unserem Airsoft Repro haben wir eine Höhe von 69 mm, eine Länge von 75 mm und eine Breite von ca. 45 mm. Kommen wir nun zum Holosun. Dort haben wir eine Höhe von 68 mm, eine Länge von 65 mm und eine Breite von schmaleren 35 mm. Kommen wir nun also zum Aimpoint. Wir haben hier eine Länge von eine Höhe von 67 mm, eine Länge von 71 mm und eine Breite von 42 mm. Das Gewicht der jeweiligen Optiken beläuft sich einmal hier beim Repro auf 182 Gramm roundabout. Beim Holosun haben wir 129 Gramm und beim Aimpoint haben wir hier 190 Gramm. Die Betriebstemperatur als nächstes. Betriebstemperatur bei dem Repro konnte ich nicht so wirklich rausfinden. Ich denke, ist auch etwas schwer. Deshalb muss ich hier leider ein Fragezeichen setzen. Beim Holosun als auch beim Aimpoint bewegen wir uns bei beiden
zwischen minus 30 bis plus 60 Grad. Als nächstes zum Absehen der drei Optiken. Wieder beim Repro etwas schwierig rauszufinden, wobei mir hier gesagt wurde, das Absehen als solches soll so um den Dreh 4 MOA sich bewegen. Kann ich jetzt nicht bestätigen, das heißt, muss ich jetzt einfach so stehen lassen. Beim Holosun als auch hier beim Aimpoint haben wir jeweils ein 2 MOA Absehen. Bei allen drei Optiken ist das Ganze in Rot gehalten. Und von den Helligkeitsstufen haben wir bei allen dreien 12 Helligkeitsstufen. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Beim Repro haben wir nur 11, bei den anderen beiden 12. Repro, keine Nachtsicht. Holosun, 2 der 12 Helligkeitsstufen sind Nachtsicht. Und beim Aimpoint sind sie alle als Tageslichtstärken angegeben. Ich muss allerdings sagen, dass die vor allem ersten Helligkeitsstufen so gering sind, dass ich hier sagen würde, bis zur Stufe 5 könnte man alle in der Nacht verwenden, weil die extrem fein sind. Aber das sehen wir dann später. Batteriedauer haben wir hier beim Repro circa, so wurde mir gesagt, 500 Stunden mit einer CR1632 Batterie, denke ich, war es. Beim Holosun als auch beim Aimpoint haben wir beiderseits eine CR2032 Batterie. Beide laufen bis zu 50.000 Stunden. Und das ist schon ordentlich, wenn man bedenkt, ja, dass wir ja doch im Vergleich zum EOTech hier nochmal eine ganz andere Liga fahren. Batterie als solches, wo kommt die rein? Nun, wir haben einmal hier beim Repro diese Kappe, die hier einfach aufgemacht werden kann, dann die Batterie entsprechend dort platziert wird und das war's. Relativ easy going. Gleiches haben wir auch hier beim Aimpoint, das heißt der Repro hat das hier relativ gut kopiert. Auch hier über diesen Drehverschluss öffnen, Batterie tauschen, fertig. Beim Holosun ist es etwas anders. Wir sehen auch hier seitlich, wir haben ja kein Drehrädchen. Hier sieht man vielleicht an dieser Position hier, ist eine kleine Öffnung zum Aufschrauben und Rausschieben. Dort wird die Batterie quasi eingelegt und so dort in der Optik platziert. Parallaxe, sehr wichtiges Thema. Airsoft Repro, ja, erklärt sich eigentlich von selbst. Natürlich beim Holosun als mittelpreisige Optik haben wir das Ganze nicht. Also ist auch für den Scharfwaffengebrauch somit zu gebrauchen. Und beim Aimpoint, ja gut, da versteht sie sich von selbst, da haben wir natürlich keine Parallaxe, wäre auch etwas unverschämt an der Stelle. Ansonsten Besonderheiten in der Form beim Repro fällt mir jetzt nichts dazu ein. Beim Holosun haben wir die sogenannte Shake-Awake-Funktion, bedeutet, wenn die Optik längere Zeit ruhig liegt und man sie wieder bewegt im eingeschalteten Modus sozusagen, fährt sie hoch in genau der Helligkeitsstufe, in der sie zuletzt verwendet wurde. Ebenso ist es so, dass wenn die Optik ausgeschaltet wurde und man sie eben wieder einschaltet, die gleiche Helligkeitsstufe wie zuvor aktiviert wird, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Beim Aimpoint haben wir als Besonderheit aus meiner Sicht zu sagen, dass es wasserdicht ist, wo wir hier beim Holosun nur eine Wasserdichte von bis zu 1 Meter, steinigt mich nicht, aber ich glaube, so war es hinterlegt, angegeben haben. Beim Aimpoint eben nicht. Und somit hier die Besonderheiten aufgezählt und abgedeckt. Kommen wir nun zu der Verpackung der Optiken. Wie sieht denn die Verpackung aus? Nun, ich muss ehrlich zugeben, bei dem Repro habe ich es nicht mehr, war aber eine simple Schachtel, ein Putztuch drin, eine kleine Anleitung, das war's. Beim Holosun, ich habe sie hier, sieht das Ganze so aus. Wir haben quasi hier die Schachtel als solches. Wir haben dann hier im Inneren natürlich Dinge wie eine Betriebsanleitung und so weiter und so fort. Und auch hier noch so, ich sage jetzt mal Kappen, Schutzkappen aus Gummi. Genauso wie eine Low Mount, was ich eigentlich sehr cool finde, dass das gleich hier mit dabei ist. Und entsprechende Tools sowie ein Ersatz. Na, komm raus. Batteriefach. Ja,
sieht dann so aus. Beim Aimpoint sieht das Ganze so aus, war eine sehr unscheinbare Schachtel. Wir haben im Inneren auch hier Gebrauchsanweisung und ein paar Schrauben. Sollte man quasi hier nicht die High Mount nutzen wollen, sowie ein Werkzeug und das war's. Heißt, verpackungstechnisch nehmen sie sich eigentlich nicht viel, wobei eigentlich für den Preis muss man sagen, im Vergleich zum Holosun hier der Aimpoint Verpackung etwas schlecht aufgestellt ist. Lasst uns an der Stelle jetzt weitergehen, um die Rotpunkte selbst mal in Augenschein zu nehmen. Wir werden es einmal bei diesen Lichtverhältnissen hier machen und ich quasi die einzelnen Helligkeitsstufen durchgehen werde und dann eben einmal im Dunkeln draußen und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze da so verhält. Los geht's! So, wir werden jetzt versuchen, die Punkteintensität einzufangen. Wir starten mit dem Repro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aus. Als nächstes nehmen wir das Holosun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Höher ist nicht möglich. Nun final das Aimpoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mehr ist nicht möglich. Nun das ganze Spiel nochmal in der Nacht. Als erstes wieder das Repro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fahren wir wieder fort mit dem Holosun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und zu guter Letzt bleibt noch das Aimpoint. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das war's. So Freunde, dann bleibt eigentlich abschließend nur noch der Preis der einzelnen Optiken und mein Fazit. Der Preis der Optiken Repro, je nach Anbieter, ich würde mal sagen zwischen 40 und 80 Euro. Das Holosun, je nach Anbieter zwischen 170 und 200 Euro. Und das Aimpoint, je nach Anbieter zwischen 650 und 700 Euro. Nun, wenn wir jetzt mal das, was wir vorhin schon aufgezählt haben, nochmal Revue passieren lassen, die Punkte im Vergleich Revue passieren lassen, dann muss ich sagen, fürs Airsoft, ohne Scharfwaffenverwendung, ohne die Beeinflussung durch eine scharfe Waffe vom Rückstoß her und so weiter, geht meine Empfehlung ganz klar in Richtung Holosun
Warum? Nun, im Vergleich zum Repro habe ich keine Parallaxe, ich habe keine Spiegelungen, ich kann wunderbar damit agieren und ich kann mich wirklich gut auf ein Holosun verlassen. In Bezug auf ein Aimpoint habe ich trotzdem die Vorteile von sehr, sehr langer Batterielaufzeit, von einer gewissen Schockresistenz, von Unempfindlichkeit gegen Wasser bis zu einem gewissen Grad und habe aber trotzdem nur ungefähr den Preis, wo ich 3,5 Mal ein Holosun kaufen kann, bevor ich ein Aimpoint bezahlen muss, kann, soll, darf. Dementsprechend, klar, ein Aimpoint ist ein Aimpoint und es ist mega geil und ich würde meins auch nicht mehr hergeben. Ich muss aber auch sagen, das Holosun möchte ich auch nicht missen und dementsprechend hier Empfehlung Richtung Holosun. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gern ein Like und ein Abo da. Wir würden uns freuen, wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's es gut. Ciao.